Aber jetzt ist zuerst meine Freude, Frau Freischem den Flur zu überlassen für ihren Vortrag. Die Liste der zur Anwendung beim Menschen vorbehaltenen antimikrobiellen Substanzen. Bitte schön. Danke schön. Ich glaube, ich werde mal probieren, ob das so funktioniert. Dann kann ich mich ein bisschen freier bewegen. Ich hoffe, mein Vortrag wird Ihnen jetzt nicht langweilig, weil es geht hauptsächlich über Gesetze. Und zwar über die Verordnung 2019/6, die Tierarzneimittelverordnung und wie einige von den Vorschriften darin umgesetzt wurden. So, mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja. Ein Wort zum Anfang. Für mich ist es ganz wichtig, dass man diese Verordnung im Zusammenhang sieht. Die hat zum großen Ziel die bessere Regulierung von Tierarzneimitteln in Europa und schafft wirklich einen modernen, innovativen, zweckgerichteten gesetzlichen Rahmen. Ein wichtiger Kernpunkt dieser Verordnung ist auch, dass das Ziel ist, die EU-Maßnahmen zur Bekämpfung von antimikrobieller Resistenz zu verstärken. Und darüber werde ich Ihnen natürlich heute erzählen. Aber das ist in der Balance zu sehen, dass das Gesetzwerk eben auch einen Anreiz zur Innovation in der Tiermedizin geben soll und die Erhöhung der Verfügbarkeit von Tierarzneimitteln in Europa ebenfalls zur Zielsetzung hat. Also es ist wie immer ein Balanceakt. Gesetze schreiben in Europa ist nicht so ganz einfach. So ein kleines Wort zu dem Zeitrahmen. Also die Kommission fing 2010 an mit der Folgenabschätzung. Und dann hat es bis 2018 gedauert, bis ein Text verhandelt war. Und man muss sagen, verhandelt. Denn die Kommission macht den Vorschlag, der Europäische Rat und das Europäische Parlament dürfen beide an dem Text editieren, Vorschläge zur Abänderung machen. Und das Ganze dann wieder unter einen Hut zu bringen, ist wirklich eine schwierige Sache und dauert daher. 2019 ist er dann publiziert worden und seit Januar diesen Jahres ist die Tierarzneimittelverordnung anwendbar. Aber in diesen 3 Jahren von 2019 bis 2022 mussten 20 Durchführungs- und delegierte Rechtsakte entwickelt werden. 2 sind heute von Interesse und das erste ist eine delegierte Verordnung 2021/1760, in der die Kriterien für die Bestimmung antimikrobieller Wirkstoffe, die für die Behandlung von Menschen vorbehalten bleiben, festgesetzt werden. Und wichtig ist delegierte Verordnung. Das heißt nämlich, das Europäische Parlament hat da ein Mitspracherecht. Und das ist ein wesentlich komplexerer Prozess als dann hinterher die Feststellung der endgültigen Liste. Das war eine Durchführungsverordnung, die von der Kommission alleine festgesetzt wurde. Aber sie hat da ein bisschen mehr gemacht, als sie eigentlich hätte machen müssen. Ich habe es eben gerade gesagt, die Kriterien, da gab es eben die Mitbestimmung vom Europäischen Rat und vom Parlament. Und daher wurde dann auch heiß diskutiert, wie diese Kriterien aussehen sollten. Und im Endeffekt mussten die natürlich nach den Vorgaben der Tierarzneimittelverordnung, aber auch nach dem Vertrag zur Arbeitsweise der EU, in der das Tierwohl festgeschrieben ist, festgesetzt werden. Und daher, so kurz abgekürzt, sind 3 Kriterien vorgeschlagen worden. Und ich sage wir, weil das von einer Arbeitsgruppe entwickelt wurde, die von der Agentur geleitet wurde. Aber wie gesagt, wir waren da nur diejenigen, die das unterstützt haben. Die Wissenschaftler kamen aus allen Mitgliedstaaten der EU und es waren auch wirklich die verschiedensten Richtungen vertreten.
Ich gehe da gleich noch mal näher drauf ein, bei den Experten, die bei der Liste dabei beteiligt waren. Das war eine ziemlich ähnliche Zusammensetzung. Die Kriterien, die dann festgesetzt wurden, waren das Kriterium der großen Bedeutung in der Humanmedizin für die menschliche Gesundheit, das Kriterium des Risikos der Resistenzübertragung. Gibt es Resistenzen? Wie werden sie übertragen? Wie wahrscheinlich ist das? Gibt es Kontakte zwischen Human- und Tierkeimen oder auch nicht? Und zuletzt das Kriterium des nicht wesentlichen Bedarfs im Tiergesundheitsbereich. Wir haben leider keine andere Art und Weise gefunden, das auszudrücken. Aber was es bedeutet ist, wenn es nicht lebenswichtig ist im Tiergesundheitsbereich, dann kann es auch auf die Liste drauf. Aber wenn es im Prinzip wie die Reserveantibiotika in der Humanmedizin ein Reserveantibiotikum oder ein kritisch wichtiges Antibiotikum in der Tiermedizin ist, dann muss man gucken, wie die Balance in dem speziellen Fall aussieht. Wie gesagt, das wurde heiß diskutiert, da habe ich dann auch die Frau Benning kennengelernt. Aber im Endeffekt haben sowohl der Europäische Rat wie auch das Parlament diese Kriterien unterstützt mit dem Versprechen der Kommission oder Commitment, also wirklich, diese Kommission ist da Verbindlichkeiten eingegangen, dass die Liste dem Europäischen Parlament vorgestellt wird, obwohl nach der Art der Gesetzgebung das Parlament kein Mitspracherecht bei der Festlegung der eigentlichen Liste hat. Und da haben Sie dann sicherlich in den letzten paar Jahren auch noch mal ein paar Zeitungsausschnitte gesehen, aber ich möchte Ihnen gerne erzählen, wie wir die Liste dann entwickelt haben. Wichtig ist mir persönlich, weil das immer in der politischen Diskussion hochgekommen ist, und es war eine politische Diskussion, die Liste, die gemäß der Tierarzneimittelverordnung entwickelt wurde, ist nicht das gleiche wie die Liste der WHO über die Critically Important Antimicrobials. In der derzeitigen Fassung hat die WHO klar gesagt, die Liste soll der Prioritätensetzung fürs Risikomanagement dienen. Die EU-Liste ist die strikteste Risikomanagementmaßnahme, die es einfach nur geben kann, nämlich ein totales Anwendungsverbot bei Tieren. Und wir haben vorhin von der erlaubten Umwidmung gehört. Das schließt die Umwidmung aus. Alles, was auf der Liste steht, darf bei keinem Tier angewendet werden. Und auch wichtig in dem Zusammenhang, es schließt die Drittländer mit ein. Das ist also wirklich eine Verordnung, die auch außerhalb der EU gilt. Nicht, dass wir anderen Ländern sagen, wie sie Antibiotika einzusetzen haben, aber was wir sagen ist, wenn ihr zu uns verkaufen wollt, dann macht das bitte so, wie das bei uns für richtig gehalten wird. Und dann dürfen solche Antibiotika nicht bei den Tieren eingesetzt werden, die ihr oder deren Produkte ihr zu uns schicken wollt. Wir haben von der Kommission schon vor längerer Zeit das Mandat zur Erstellung der Liste bekommen. Und das war dann teilweise auch von der Kommission so ein bisschen, wir mussten da Erfahrungen sammeln mit dem Prozess. Das Mandat kam, bevor die Kriterien fertig waren. Und im Endeffekt ging das dann gar nicht. Also wir haben diese Liste, obwohl wir das Mandat vorher bekommen haben, erst entwickelt, nachdem die Kriterien wirklich gesetzlich festgesetzt waren. Und dann, wir hatten uns natürlich überlegt, die WHO hatte ja die Liste, die OIE oder WOWA, wie sie jetzt heißt, hat die Liste der Arzneimittel, die wichtig in der Tiermedizin sind. Kann man da vielleicht auf solche Sachen aufbauen? Und nein, es ging nicht. Wir mussten wirklich alle antimikrobiellen Substanzen gegen die 3
Kriterien abarbeiten. Und das ist eine Menge Substanzen. Wir brauchten natürlich dann die entsprechenden Experten. Unser Schwerpunkt liegt in der Zulassung von Tierarzneimitteln, aber wir arbeiten ja mit den Mitgliedstaaten zusammen und im Endeffekt hatten wir wirklich eine gesunde Mischung aus Mikrobiologen, Humanmedizinern mit klinischer Erfahrung, Tiermedizinern mit klinischer Erfahrung und wie gesetzlich vorgeschrieben hatten wir Abgeordnete von EFSA und ECDC, die mitgewirkt haben an der Entwicklung unseres Ratschlags für die Gesetzgebung. Und zu guter Letzt haben wir dann noch Experten von ESCMID herangezogen, um zu gucken, dass das auch alles richtig ist, was wir so gesagt haben. Ich habe Ihnen gesagt, der Text hat Relevanz für Drittländer. Und das heißt, dass bei der Umsetzung unseres Ratschlags in die Verordnung nicht nur die in Europa übliche öffentliche Konsultation eingebaut werden musste, sondern auch noch eine Konsultation mit den Drittländern unter dem WHO und dem SPS-Abkommen. Und deswegen bewundere ich die Kommission, dass sie dann den Ratschlag, den wir im Februar diesen Jahres abgegeben haben, bis zum Juli in eine Verordnung hat umsetzen können. Also das war eine Meisterleistung. Unter Einbindung von Parlament und wer auch immer noch informiert werden sollte. Wie sind wir da vorgegangen? Und im Endeffekt muss ich sagen, wir haben verschiedene Vorgehensweisen für die verschiedenen Wirkstoffgruppen entwickelt. Und für die Antibiotika haben wir in der Regel die Substanzen in ihren Klassen oder Unterklassen bewertet, je nachdem, wie es richtig und wichtig war aufgrund der spezifischen Eigenschaften. Wir haben auch Wirkstoffe angeschaut, die außerhalb der EU eingesetzt werden. Und das Gesetz schreibt vor, dass alle Kriterien erfüllt sein müssen, damit eine Substanz auf die Liste der für den Menschen vorbehaltenen Substanzen gesetzt werden kann. Also wurden alle antibiotischen Klassen gegen Kriterium A bewertet, aber dann nur solche, auf die A zutrifft, die also eine große Bedeutung für die menschliche Gesundheit haben, wurden dann auf das Kriterium der Resistenzübertragung bewertet und nur die, auf die A und B zutreffen, wurden dann auf C bewertet, also die Wesentlichkeit oder die Wichtigkeit in der Tiergesundheit. Sie kennen sicherlich die Liste, das sind die Substanzen, die jetzt, wo unser Ratschlag war, dass sie für die Anwendung bei Menschen vorbehalten sein sollten. Heute Morgen habe ich zu meiner großen Freude gehört, dass alle Substanzen, die derzeit als Reserveantibiotika gelten, beim Herrn Plätz oder viele von denen auf der Liste drauf sind. Also unsere Experten haben es schon im Großen und Ganzen hoffentlich richtig hingekriegt. Für antivirale Wirkstoffe mussten wir ein bisschen anders vorgehen. Da wurden die Substanzen in Gruppen betrachtet, aber gemäß ihrer Wichtigkeit bei bestimmten viralen Erkrankungen beim Menschen. Sie sehen da die Gruppen, auf die wir berücksichtigt haben. Dann wurde geschaut, ob es Belege gibt, dass diese Stoffe zur effektiven Behandlung von Tierarzneimitteln eingesetzt werden und ob der Stoff ein breites Wirkspektrum hat. Dann wurde geschaut, ob es einen Weg für die Übertragung von Resistenzen zwischen Mensch und Tier besteht, zum Beispiel ob die Krankheiten Zoonosen waren, die in der EU endemisch sind. Das wurde als Beweis für Kriterium B herbeigezogen und dann die Verfügbarkeit therapeutischer Alternativen bei Tieren für die identifizierten schwerwiegenden viralen Erkrankungen wurde als Kriterium C genommen und diese Substanzen wurden dann
für die Liste empfohlen, weil sie alle 3 Kriterien erfüllten. Da ist eine Substanz drauf, das Nitazoxanid, das ist auch ein Antiprotozoikum, aber es wurde aufgrund seiner antiviralen Bedeutung auf die Liste gesetzt. Für die Antimykotika und Antiprotozoika wurde wieder eine andere Vorgehensweise gewählt. Es wurde geschaut, welche Pilz- oder Protozoenerkrankungen beim Menschen in der EU wichtig sind und was die derzeit empfohlenen Behandlungen sind. Das war Kriterium A. Die Bewertung des Auftretens von Resistenzen gegenüber diesen Wirkstoffe und das Bestehen eines Übertragungsweges von Mensch zu Tier oder Tier zu Mensch wurde als Kriterium B genommen. Und dann die Überprüfung der Verfügbarkeit therapeutischer Alternativen für schwerwiegende Pilz- und Protozoenerkrankungen war das Kriterium C, aber im Endeffekt erfüllte keine antimykotische oder antiprotozoische Substanz alle 3 Kriterien. Es werden relativ wenige Antimykotika in der Lebensmitteltierhaltung eingesetzt, also da ist nicht viel. Die Liste in Zahlen, kleiner Fehler hat sich da eingeschlichen, erzähle ich gleich, aber es wurden 55 antibiotische Wirkstoffe oder Klassen geprüft, über 50 antivirale Wirkstoffe geprüft, 6 Klassen von Antimykotika gegen 12 Krankheiten, 10 Protozoenerkrankungen. Wie gesagt, wichtig ist, dass die in Europa wichtig sind. Es ist eine europäische Gesetzgebung. 40 Wirkstoffe dafür. Insgesamt 31 Experten waren eingebunden und da habe ich unser Komitee, was den Bericht letztendlich verabschiedet hat, nicht mit einberechnet. Das sind nochmal 30 dazu. Außerdem haben wir es unserem humanen Komitee gegeben, bevor wir es beschlossen haben. Die könnte man dann auch noch dazu rechnen, wenn man will. Es sind über 900 Literaturhinweise wirklich durchgearbeitet worden. Also von daher ist es, wenn es schon nichts anderes ist, eine gute Übersicht über was wir derzeit wissen. Und es sind insgesamt 11 Klassen und 6 Wirkstoffen von Antibiotika, 18 antivirale Substanzen, Entschuldigung für den Fehler, und wie gesagt keine Antimykotika oder Antiprotozoika vorbehalten worden. Und wie gesagt, interessant war an dieser ganzen Geschichte, wie Wissenschaft und Gesetzgebung überschneiden. Wichtig war eben, dass durch die politische Debatte man wirklich nur gegen die Kriterien evaluieren konnte. Aber es war interessant. Wir sind bei der EMA nicht oft in politische Debatten eingebunden. Hier haben wir es ein bisschen kennenlernen können. Und ja, damit bin ich eigentlich schon fertig. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, beantworte ich sie gerne.